Nachdem wir uns im letzten Video die Preußensiedlung angeschaut haben, geht es nun in die Gartenstadt Falkenberg. Von den 6 Siedlungen Berlins, die seit 2008 zum Weltkulturerbe der UNESCO zählen, ist die Gartenstadt Falkenberg die einzige, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg errichtet wurde. Sie ist immer noch im Besitz einer Baugenossenschaft. Ende des 19. Jahrhunderts war die Idee zur Errichtung von Gartenstädten in England entstanden und hatte sich schnell in Europa ausgebreitet. Als Gegenmodell zum Leben in der industriell geprägten Großstadt, das durch Hektik, Anonymität und schlechte hygienische Verhältnisse gekennzeichnet war, sollte eine kulturell offene und sozialpolitisch gleichberechtigte Gemeinschaft entstehen. An vielen Orten Europas entstanden Gartenstädte, aber Falkenberg ist mit seiner kreativen, bewusst eingesetzten Vielfalt der Farben und Formen einzigartig. Als erster Bauabschnitt ist damals der als Sackgasse angelegte Akazienhof entstanden. Hier konnten die ersten Häuser schon im September 1913 bezogen werden. Im Sinne eines kostensparenden Bauens sind Hausform und Grundrisse typisiert. Die Wohneinheiten sind klein, aber jede ist vollständig ausgestattet mit Küche, Bad und Garten. Die Mietskasernenwohnungen in der Innenstadt hatten zu der gleichen Zeit kein Bad und meistens Außentoiletten. An der Westseite stehen 2 Gruppen mit je eingeschossigen Kleinsthäusern unter einem Dach. Der seinerzeit wirtschaftlichste Typ. An der Ostseite liegen 2-geschossige Hausgruppen. In den schmalen Häusern befinden sich im Erdgeschoss ein Wohnraum und die Küche. Im Obergeschoss 2 Zimmer, eine Kammer und das Bad. Alle Häuser und Wohnungen haben Gärten, zwischen 135 und 600 Quadratmeter groß. Im Sommer findet ein Großteil des Lebens draußen statt. Von Taut Außenwohnräume genannt. Diese sind ihm ebenso wichtig wie die Innenräume. Daher hat Taut auch den angesehenen und ebenfalls sozial engagierten Gartenarchitekten Ludwig Lesser für die Gestaltung der Außen- und Freianlagen eingesetzt. Spalierobst, Kletterpflanzen, Baumreihen und Hecken akzentuieren gekonnt die räumliche Gliederung des Areals. Und die Gärten dienen zur teilweisen Selbstversorgung der Bewohnerschaft. Falkenberg war die erste Siedlung, bei der den Mietergärten eine so hohe Bedeutung zugemessen wurde. Dass Taut und Lesser dies so komponiert haben, bedeutete auch, dass nicht jeder Bewohner pflanzen konnte, wie er wollte. Es gab Regeln. Das Gesamtbild in der Siedlung mit den Farben und dem Grün ist quasi ein Gemälde als Ganzes. Und die Siedlung ist heute nicht nur ein Architekturdenkmal, sondern auch ein Gartendenkmal. Die Häuser am Akazienhof gruppieren sich um eine von Bäumen gesäumte Grünfläche. Sie sind nicht symmetrisch angeordnet, sondern leicht versetzt und die unterschiedlichen Typen von Einzel- und Reihenhäusern mischen sich. Dadurch wirkt die Anlage lebendig, nicht schematisch. Auch die einheitlich geneigten und gedeckten Dächer unterstreichen den Charakter eines geschlossenen Platzes und erinnern an dörfliche Vorbilder. Das ganze Projekt war vom Geist der Reformbewegung geprägt. Dennoch war die Bewohnerschaft sozial gemischt, entsprechend dem Ziel der Genossenschaft, für alle sozialen Schichten offen zu sein. Unter den ersten Bewohnern waren Facharbeiter, Eisenbahn- und Justizbeamte, Studienräte, Dichter sowie eine Witwe mit 5 Kindern. Ein Haus stammt nicht von Bruno Taut, sondern von Heinrich Tessenow, der schon in Dresden an der Gartenstadt Hellerau mitgewirkt hatte. Tessenow bevorzugte die Einfachheit und Bodenständigkeit der Reformarchitektur. Berühmt wurde sein Satz: Das Einfache ist nicht immer das Beste, aber das Beste ist immer einfach. Er beeinflusste auch Bruno Taut, der ihn 1927 als Vorreiter der Wohnhausbaureform bezeichnete. Tessenow hat das Einzelhaus mit umlaufendem Garten für den Vorsitzenden der Genossenschaft, Adolf Otto, errichtet. Es ist größer als die übrigen Wohnhäuser der Siedlung und bildet zusammen mit dem ihm gegenüberliegenden Doppelhaus den Zugang zum Akazienhof. Viele Jahre diente es nicht nur der Familie zum Wohnen, sondern ebenfalls als Büro der Deutschen Gartenstadtgesellschaft, als deren Generalsekretär Adolf Otto lange Zeit wirkte. Bereits im Jahr 1910 hatten mehrere Gewerkschaftler, Sozialdemokraten und zentrale Vertreter der Lebensreformbewegung die Deutsche Gartenstadtgesellschaft gegründet. Um die Errichtung einer Gartenstadt gemeinschaftlich zu finanzieren, wurde die gemeinnützige Baugenossenschaft Groß-Berlin geschaffen. Die Suche nach einem geeigneten Gelände gestaltete sich schwierig. Die Gemeinden und Grundbesitzer hätten lieber Villenbesitzer gehabt als die Proleten, Atheisten, Anarchisten, Obst- und Hühnerdiebe, so Adolf Otto. Wir setzen unsere Tour am Gartenstadtweg fort. Hier findet man eine Informationsstele und ein Modell der Siedlung. Mit der Planung der Siedlung wurde, wie gesagt, Bruno Taut beauftragt, der damals noch kaum bekannt war. Sein Bebauungsplan sah 1500 Häuser für etwa 7500 Einwohner sowie ein Ledigenheim, ein Volksfesthaus und Läden vor. Aber der Ausbruch des Ersten Weltkriegs stoppte die Bauarbeiten schon nach dem 2. Bauabschnitt. So konnte nur ein sehr kleiner Teil verwirklicht werden. 80 Einfamilienhäuser
sowie 48 Etagenwohnungen in 6 Mietshäusern. Wir befinden uns jetzt im mittleren Bereich des zweiten Bauabschnitts. Dieser umfasst 12 typisierte Hausgruppen mit, wie schon im Akazienhof, zweigeschossigen Mehrfamilienhäusern und ein- und zweigeschossigen Einfamilienhausreihen. Es gibt Wohnungen unterschiedlicher Größe, von der Einzimmerwohnung mit Kammer bis zur Fünfzimmerwohnung. Hier befindet sich auch eine Tafel, die Bruno Taut würdigt. Der Gartenstadtweg steigt zum Falkenberg an, dadurch wurde die Gestaltung der Vorgärten bestimmt. Die Gärten auf dieser Seite fallen zur Straße steil ab und sind terrassenartig angelegt. Auf der östlichen Straßenseite findet sich eine Mischung aus Einzel- und Reihenhäusern mit hellerer Farbgebung und anderen gestalterischen Elementen als auf der Westseite, die wir uns gleich anschauen werden. Mehrere Häuser haben kunstvoll eingesetzte hölzerne Ranggitter und Pergolen sowie verspielte Farb- und Formgebungen von Fenstern auf Hauswänden und Fensterläden. Taut hat damit mit einfachen Mitteln die einzelnen Bauten individuell voneinander abgehoben. Noch ein paar Worte zu Bruno Taut, über den der Architekturhistoriker und Kritiker Julius Posner gesagt hat, seine Architektur sei in ihrer Bedeutung gleichzusetzen mit jener Karl Friedrich Schinkels. Taut wurde 1880 in Königsberg geboren. Nach dem Abitur an einem humanistischen Gymnasium ging er in die Maurerlehre in einem Baugeschäft, das damals modernste Eisenbetonkonstruktionen ausführte. 1902 bestand er mit Auszeichnung seine Ausbildung zum Architekten an der Baugewerbeschule. Eigentlich wollte Taut danach Maler werden, blieb jedoch bei dem damals sicheren Broterwerb Architektur und begann bei verschiedenen Architekten zu arbeiten. Unter anderem wirkte er bei dem Jugendstilarchitekten Bruno Möhring in Berlin und mit Professor Theodor Fischer in Stuttgart. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, in seiner Freizeit der Malerei nachzugehen und unzählige Naturbilder zu malen. 1909 machte er sich in Berlin selbstständig. 1910 wurde er in den Werkbund berufen. Taut war Architekt, Stadtplaner, Designer, Humanist, Pazifist, Idealist, Utopist, Reformer und vor allem Künstler. Mit sparsamen Mitteln, sorgfältigen Details, expressiver Farbigkeit und der Einbeziehung von Außenwohnräumen hat Taut die Wohn- und Lebensräume reformiert. Wichtig war ihm immer, seine Bauten und Siedlungen aus dem jeweiligen Ort heraus zu entwickeln, sich den natürlichen Gegebenheiten anzupassen, sowohl von der Struktur als auch der Farbigkeit her. Die Farbgebung ist auf der westlichen Straßenseite intensiver. Besonders auffällig ist das schwarze Mehrfamilienhaus, das schon für viele Zeitgenossen besonders gewöhnungsbedürftig war. Die dunkle Farbe hilft aber, an sonnigen Wintertagen mehr Wärmeenergie zu speichern und ist daher ökologisch von Vorteil. Umso mehr leuchten die rot-weiß gestalteten Muster und weißen Fensterläden hell hervor. Die dahinter folgenden Reihenhäuser sind rot-schwarz gehalten. Alle Häuser haben neben einem individuellen Farbanstrich übrigens auch gleiche Gestaltungselemente, einen lebendigen kreuzweise gestrichenen Putz, rote Biberschwanzdächer mit stets gleicher Dachneigung, hochrechteckige Sprossenfenster, weiß gestrichene Schornsteine und hölzerne Elemente wie Klappläden und Pergolen. Ich finde bemerkenswert, wie gepflegt die Vorgärten hier sind. Das deutet darauf hin, dass die Menschen sich in ihren Häusern sehr wohlfühlen. Einige leben hier schon in der 4. oder 5. Generation. Als Genossenschaftler haben sie alle Wohnrecht auf Lebenszeit, die Mieten sind günstig, eine 60 Quadratmeter große Wohnung kostet zum Beispiel unter 500 € warm. Selbst in dieser farbigen Siedlung ist das blaue Haus auffällig. Wie öfter in Siedlungen von Taut zu sehen, werden Eckbereiche von einem blauen Haus abgeschlossen. Man spricht vom Tautblau. Übrigens waren die Farben der Häuser zwischenzeitlich kaum noch wahrzunehmen und erstrahlen erst seit ihrer sorgfältigen Sanierung in den Jahren von 1991 bis 2002 wieder in ihrer ursprünglichen Farbigkeit. Besondere Aufmerksamkeit der Denkmalpfleger galt dabei der Zurückgewinnung der ursprünglichen Putzart und der Mineralfarbenanstriche. Die leuchtende Farbigkeit hatte der Siedlung im Volksmund schnell den Namen Tuschkastensiedlung eingebracht. Ob nun ein Kind den Namen als erstes ausgerufen hat oder die Maler beim Anstreichen der Häuser, lässt sich nicht mehr eindeutig zuweisen. Wie nicht anders zu erwarten, stießen Tauts ungewohnt farbige Fassaden auf sehr viel Widerstand in konservativen Kreisen. Die Gemeindevorstände von Altlinnig und Grünau forderten, Verordnungen gegen diese Verunstaltung zu erlassen. Tatsächlich führte die Farbgebung unter der Bewohnerschaft aber zu einer hohen Identifikation und machte die Siedlung bekannt. Der Gemeinschaftssinn und die kulturelle Lebendigkeit zeigte sich bei den von 1914 bis ungefähr 1934 regelmäßig stattfindenden Falkenberger Sommerfesten. Sie wurden gemeinsam organisiert und gestaltet. Zu den Festumzügen, Theateraufführungen und anderen Angeboten
kamen tausende Besucher aus ganz Berlin. Es gibt sogar ein Falkenberg-Lied, das gemeinsam gesungen wurde und noch wird. Die Aufgabe, Farbe in die Stadt zu bringen, war für Taut keine ästhetische, sondern eine ethische, da es sich darum handelt, auch den Bewohnern der scheußlichsten Mietskasernen, der traurigsten Hinterhöfe ein bescheidenes Stückchen Lebensfreude zu bringen. Bauen nicht nur zur Schaffung von Wohnraum, sondern als soziales Reformprojekt. Sein Bauen war am Menschen orientiert, das Bauen sollte menschlichen Bedürfnissen entsprechen. Und er war überzeugt, dass die Baukunst einen Beitrag zu sozialer und kultureller Reform haben kann und Auswirkungen auf die Seele der Menschen hat. Sein Bewusstsein einer hohen gesellschaftlichen Verpflichtung wurde verstärkt durch einen tiefen Glauben an die menschenbildende Kraft der Kunst, darin eingeschlossen die Architektur. Künstlerische Freiheit war ihm wichtiger als Typisierung. Dogmen lehnte er entschieden ab. Er suchte eine Synthese zwischen traditionellem und modernem Bauen. Er wollte an das gute Alte anknüpfen und daraus gutes Neues machen. Seit ich mich verstärkt mit dem Bauen in den 20er Jahren beschäftige und mir die vielen Siedlungen anschaue, die damals entstanden sind, bin ich zunehmend begeistert von dem, was Bruno Taut geschaffen hat. Es wird also demnächst noch mehr Videos zu seinen Bauten in Berlin geben. Und ich werde auch noch mehr zu seinem Leben erzählen. Bis dahin.